Kreton ist die gleiche Chance, ja. Also, naja, es kommt drauf an, wie du es siehst. Also Red Meteor droppt schon deutlich besser als Kreton, weil Red Meteor droppt 10 Bloody Obsidian Waffen, 10 normale Bloody Waffen, alle mit dieser Chance, mit dieser Spanne besser gesagt. Die Chance kennen wir nicht, die Spanne. Also muss man einfach davon ausgehen, dass es gleich selten ist, theoretisch. Das heißt, er droppt 20 Waffen und er droppt aber auch noch alle PvE-Sets. Die PvP-Sets droppt er nicht, die Red Meteor. Also die Bloody Obsidian, die kann man ja nur gegen Red Chips eintauschen. Die kann man nicht droppen. Aber er droppt quasi 20 Waffen und 8 mal 4 Set-Teile und dann nochmal 2 Geschlechter, aber begrenzen wir es jetzt mal auf die Sets. Noch 32 Set-Teile. Theoretisch 64. Wenn man auch die Geschlechter mit einbezieht. Ja, ist ein bisschen mehr. Was jetzt diese Unique oder Very Rare Sachen angeht, da hat er natürlich einen wesentlich größeren Drop-Pool. Aber da muss man halt dazu sagen, aber könnte man es noch so mit einbeziehen, Kreton hat halt ein viel höheres Potenzial im Sinne von die beste Herneswaffe. Also weiß ich gar nicht, wie viel sie genau wert ist, aber sagen wir jetzt einfach mal pauschal, mindestens 3 Milliarden, würde ich schätzen, ist ein Hernestick auf jeden Fall noch wert. Also ich weiß es nicht, vielleicht auch noch 2 Milliarden, keine Ahnung, aber auf jeden Fall über 1 Milliarde. Und die Zeit, wo mal die beste Bloody-Waffe über 1 Milliarde clean wert war, direkt gedroppt, die gab es eigentlich nie wirklich. Klar waren da auch andere Cash-Up-Preise, muss man dazu sagen. Aber eigentlich waren Bloody-Waffen nie so wertvoll wie jetzt die Hernes-Waffen. Also er hat eigentlich ein wesentlich größere... Also er wird bald zum Red Meteor 2.0, weil ich meine, wenn es ewig so weitergeht und der jeden Tag 100 Mal gefarmt wird und die Droprate, wie wir gerade festgestellt haben, grundsätzlich, oder die Drop-Range grundsätzlich die gleiche ist wie für Bloody-Waffen, nur dass halt 10 Waffen weniger droppt sozusagen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die irgendwann auch keine Milliardenbeträge mehr wert sind. Vielleicht die teuerste Waffe nur noch 1 mehr hat und alle anderen deutlich weniger. Das wird auf jeden Fall passieren. Aber es wird noch ein bisschen dauern. Und das heißt, jetzt am Anfang hat man schon noch ein hohes Potenzial eigentlich bei Kreton den Jackpot zu hitten, so gesehen. Und das heißt, eigentlich musst du nur einmal reinlacken, anders als bei Red Meteor, wo zumindest als ich ihn zuletzt gefarmt habe, da war es eigentlich egal, ob ich reingelackt habe, weil selbst bei einem Doppeldrop wären es halt, dann hättest du halt 2 Äxte gedroppt. Ja toll, es wären 700 Mio gewesen, höchstens. Und wenn du jetzt reinlackst, also ich rede gar nicht von einem Doppeldrop, einfach nur die beste Waffe, hast du halt direkt das 4 bis 5-fache wahrscheinlich davon. Also bis er wirklich zu Red Meteor 2.0 wird, also er wird es wahrscheinlich niemals, ich denke Herneswaffen werden vom Stellenwert her, solange nichts Besseres released wird, zumindest nicht auf den Wert von Bloody sinken. Allein schon, weil Bloody auch sehr einfach herzustellen ist, was man bei Hernes nicht wirklich sagen kann. Und ja. Aber vom Grundprinzip her ist es schon so, dass es jetzt so der neue Red Meteor ist, der jeden Tag halt hunderte Male gekillt wird. Vom Grundprinzip her schon, aber vom Wert der Items her noch nicht. Und da muss man natürlich so sagen, die Trostpreise vom Kreton sind natürlich auch besser. Vor allem Orikalkum ist halt so dieses Standardding, was einfach unendlich gebraucht wird. Es wird niemals zu viele Orikalkum geben, da man damit ja Ultimate-Waffen plus 5 machen kann, Ultimate-Schmuck plus 5 machen kann, was auch alles relativ viele Oris kostet. Und Oris sind halt arsch selten, also die kriegt man ja wirklich nicht in riesigen Mengen. Wenn du mal 100 Oris hast, ist das schon unfassbar viel eigentlich. Kosten ja auch dann 4 bis 5 Milliarden 100 Stück, also dahingehend ist er schon besser. Langfristig gesehen, also selbst wenn die Handelswaffen wertlos wären, wären seine Trostpreise noch besser. Bei Red Meteor hatte er halt keine wirklichen Trostpreise, die interessant waren, außer seine Bloody Cloud. Was anderes hatte er eigentlich nicht. Also außer man sagt, die Set-Teile sind Trostpreise, aber teilweise waren die Set-Teile nicht mehr Trostpreise, die waren auch teilweise einfach komplett wertlos. Powder ist 10, 12 auch nicht wirklich interessant. Ja. Es wird spannend, wie es sich entwickelt, und es wird spannend, wann ich endlich meine erste Waffe droppe. Vielleicht heute. Also heute könnte ich ihn 2-mal auf Hard farmen. Mal schauen, ob er da was liegen lässt. Der Amigo. Der Muchacho. Aber ja, halten wir fest, Kreton
Hernes-Waffen bei Kriton theoretisch gleiche Drop-Range wie bei Red Meteo. Wobei, da muss ich auch noch dazu sagen, bei Red Meteo meine größte Drop-Flaute, das war ja auch da, wo ich dann aufgehört habe, ihn zu farmen, das und weil er mich zu viel XP gekostet hat, weil ich ja immer so oft gestorben bin. Oder was heißt so oft, aber ich meine, das reicht ja, wenn du jedes Mal 2-3 Mal stirbst, das kostet ja auch schon viel XP. Da hatte ich, glaube ich, über 50. Ich glaube, es waren 54. 54 mal Red Meteo am Stück ohne Drop. Einfach fucking 54. Das ist halt geisteskrank. Also wenn das hier bei Kriton auch wieder passiert, dann Prostmahlzeit, ey. Und eigentlich, theoretisch ist es sogar relativ wahrscheinlich, dass das hier passieren kann. Oder passieren wird. Weil er, wie gesagt, er droppt ja nur halb so viele Waffen, theoretisch. Also eigentlich ist es sogar gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass das ja nochmal passiert. Aber dann gibt es natürlich wieder die Leute, die droppen bei einem Mal dann gleich 2 oder 3 Waffen. Scheiß Lacker. Ich hasse sie wie die Pest.